Es ist trocken und steinig. Im Sommer kann es extrem heiß machen. Die Rhone kann hier noch frei fließen und überall findet man sandige Flächen. Der Viehwald ist ein Paradies für wilde Bienen. Zusammen mit dem Spezialist Christophe Prat machen wir uns auf die Suche nach ihnen. Im Viehwald leben über 400 Bienenarten. Die Hälfte davon findet man sonst nie in der Schweiz. Doch es ist noch früh im Jahr. Im Moment schwirren noch nicht viele Wildbienen um. Ja, das geht los. Der aber geht dem Forscher ein besonders prächtiges Exemplar ins Netz. Voilà. Die erste Biene der Saison. Eine Hummel, eine Erdhummel. Das sticht. Die nehme ich nicht in der Hand. Die sticht. Das ist eine Königin. Diese Königin hat überwintert als Adult. Sie ist begattet und jetzt beginnt sie mit der Nestsuche und dann mit Pollen sammeln. Im Gegensatz zur Honigbiene kann sie auch Pollen sammeln und Wachs produzieren und die ersten Brutzellen produzieren. Und etwa in 3 oder 4 Wochen kommen die ersten Arbeiterinnen raus aus dem Nest. Sie sind viel kleiner, etwa doppelt kleiner, vor allem im Frühjahr. Und sie werden dann den Pollen sammeln und alle Arbeiter im Nest übernehmen. Insgesamt gibt es in der Schweiz über 600 Wildbienenarten. Circa die Hälfte von ihnen bauen ihre Nester im Boden, so wie die Sidobiene. Doch die Wildbienen leiden unter dem Landschaftsmangel. Es gibt immer weniger Blüten und Kleinstrukturen. Das führt zu einem drastischen Rückgang der Wildbienenfauna. Der Christophe Prat hat vom Bund den Auftrag bekommen, die rote Liste von bedrohten Wildbienenarten zu aktualisieren. Wir wissen noch nicht genau, was der Anteil an bedrohten Arten ist. Ich schätze es ungefähr bei 20 oder 30%, vielleicht etwas mehr. Und wir schätzen, dass etwa 5% der Arten schon verschollen sind. Was kann man da machen? Wildbienen brauchen Platz, Lebensräume, Blüten, Nistplätze. Alle diese kleinen Strukturen, die unproduktiv sind, es braucht sie für die Wildbienen. Blüten, es gibt weniger und weniger Blüten in unseren Landschaften. Und ohne Blüten gibt es einfach keine Bestäuber und keine Bienen. Der Viehwald ist ein positives Beispiel. Mit verschiedenen Renaturierungsmaßnahmen hat man hier in den letzten Jahren einen Hotspot von der Biodiversität geschaffen. Und so geht es den Wildbienen hier heutzutage besser als noch vor 20 Jahren.